Es sind 2 neue Golden Visa Programme hier in Arbeit, eins in den Malediven und eins in Thailand. Details wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Die Malediven und Thailand, beide sind sehr beliebte Tourismusdestinationen, sehr beliebte Länder, wunderschöne Länder. Thailand hat ja hier schon ein paar Visa für wohlhabende Investoren aufgelegt. Die Malediven wollen es Thailand jetzt gleich tun. Sie haben das Beratungsunternehmen Handy & Partners damit beauftragt, ein Golden Visa Programm zu lancieren. Details sind jetzt noch nicht wirklich bekannt. Es soll sich aber um ein Programm handeln, wo man in Luxusimmobilien oder beziehungsweise eine Luxusimmobilie auf den Malediven investiert. Wie gesagt, wir kennen jetzt hier noch keine Beträge und wir wissen auch nicht genau, wann dieses Programm starten soll. Und damit erhält man dann hier eine Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre. Vermutlich kann man diese dann um weitere 5 Jahre verlängern oder unbegrenzt verlängern, solange man hier die Immobilie auf den Malediven noch besitzt. Es dürfte ja allgemein bekannt sein, dass die Malediven hier versuchen zu diversifizieren. Man ist ja stark vom Tourismus abhängig. Gleichzeitig hat man auch das Problem, dass der Klimawandel der Insel zusetzt. Die Malediven liegen ja sehr tief und man befürchtet, dass hier einige Inseln in Zukunft unter Wasser stehen werden. Daher versucht man nun zu diversifizieren, man versucht nun Einkommensquellen zu erschließen außerhalb der Tourismusbranche und hier erscheint ein solches goldenes Visa-Programm natürlich attraktiv zu sein, denn wie gesagt, es ist ein wunderschönes Land. Warum nicht dort leben, wo andere Urlaub machen? Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wunderbar, könnte ich mir vorstellen, ich mache schon immer gerne mal Ferien in den Malediven. Kann ich denn dann auch dort die Staatsbürgerschaft erwerben? Das kannst du, so wie es aussieht, wirst du das nach 10 Jahren können, aber nur wenn du ein Moslem bist. Nicht-Moslems haben nicht das Recht, dort die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Stell dir mal vor, wir würden das in Deutschland machen, was dann los wäre. Aber auf den Malediven, da geht das. Also auch wenn du hier eine teure Immobilie kaufst für 1 Million oder so, Staatsbürger darfst du leider nicht werden, außer du bist Moslem. Dann kannst du die Staatsbürgerschaft nach 10 Jahren erwerben. Also das sind die aktuellen Regeln, wenn du tatsächlich dort in einem 12-Jahres-Zeitraum 10 Jahre gewohnt hast. Also mit der Staatsbürgerschaft der Malediven wird es nichts werden. Auch ist uns noch nicht bekannt, ob sich hier Steuervorteile ergeben oder nicht. Ob man zum Beispiel als Golden Visa-Inhaber dann keine Steuern bezahlen muss auf ausländische Einkünfte, das wird sich dann wohl noch ergeben. Kommen wir zum zweiten Land, wo ein weiteres Visum hier geplant ist, nämlich Thailand. Auch hier muss man sagen, man weiß nicht wirklich, wie ernst das jetzt gemeint ist. Ins Spiel gebracht hat dieses Visum oder angekündigt hat dieses Visum der ehemalige Premierminister Thaksin, eine sehr zweifelhafte Figur, muss man sagen. Er ist ja angeklagt gewesen wegen Majestätsbeleidigung. Er war damals in Kambodscha, das war 2015. Da sind ja dann Unruhen, muss man sagen, Revolten ausgebrochen in Thailand, auch mit vielen Todesopfern, muss man hier leider sagen. Aber dieser Thaksin, der ist immer noch ziemlich umtriebig, der durfte jetzt hier wieder zurückkehren nach Thailand, ist so quasi begnadigt worden und seitdem relativ umtriebig, muss man sagen. Er nimmt ja hier zu allem möglichen Stellung. Er ist ein großer Liebhaber des WEF, also eine zweifelhafte Figur, muss man wirklich sagen. Und er hat jetzt angekündigt, dass eben ein solches goldenes Visum hier lanciert werden soll für alle, die $1 Million in Thailand investieren möchten. Nun gibt es ja schon einige andere Visa in Thailand, zum Beispiel das Elite-Visum oder auch das LTA-Visum, also das Long-Term Resident-Visum. Bei beiden Visa gibt es Komponenten hier in puncto Investition in Immobilien. Man fragt sich also eigentlich, warum man hier noch ein weiteres braucht. Ja, und die Frage ist wirklich, gibt es tatsächlich so viele Reiche, die jetzt hier in Thailand dann 1 Million investieren möchten? Es ist in unserer Branche allgemein bekannt, dass Personen, die ein solches goldenes Visum kaufen, tatsächlich dafür nicht mehr normalerweise ausgeben als 10% ihres Gesamtvermögens. Das heißt also, wer 1 Million für ein solches Visum ausgibt für die Investition, muss also insgesamt 10 Millionen hier an Vermögen haben. Es gibt weltweit 2,3 Millionen Menschen, die über ein Vermögen von mehr als 10 Millionen verfügen. Wenn er also hier wirklich 600 Milliarden Dollar einwerben will, müssten also 600.000 von den 2,3 Millionen sich dafür entscheiden,
in Thailand zu investieren, das scheint mir doch extrem unwahrscheinlich zu sein. Vor allem, wenn man sich das aktuelle Long-Term Residence Visum anschaut, da gibt es insgesamt nur 10.000 Visa, die bisher ausgestellt wurden. Also ob das jetzt wieder mal hier so ein Gerede ist von Thaksin, wer weiß. Wir sind ja mittlerweile gewöhnt in Thailand, dass es da immer wieder mal Ankündigungen gibt, dass das ein bisschen so ein Rauf und Runter ist, ein Hin und Her und man nicht alles unbedingt zu 100% ernst nehmen kann. Auch natürlich hier die entscheidende Frage, wird jetzt eigentlich die alte steuerliche Regel wieder eingeführt in Thailand, wonach Auslandseinkünfte steuerfrei sind, wenn sie erst im Jahr nach dem Verdienst nach Thailand überwiesen werden. Auch das ist ja noch nicht wirklich entschieden und das wäre sicherlich für viele Investoren ja ein ganz kritischer Punkt. Also man muss sehen, was hier passiert, sowohl in den Malediven als auch in Thailand. Aber wie gesagt, es sind natürlich attraktive Länder, keine Frage. Schöne Länder, hohe Lebensqualität. Also da ist natürlich schon eine gewisse Strahlkraft vorhanden. Sicherlich in Thailand noch mehr als in Malediven, würde ich jetzt sagen. Du siehst, es gibt immer mehr Länder hier, die solche Programme auflegen. Praktisch monatlich hören wir hier von einem neuen Land, was hier plant, ein goldenes Visumprogramm aufzulegen. Wenn du also vorhast, Deutschland zu verlassen oder Österreich oder die Schweiz und ins Ausland umzusiedeln und hier ein solches Golden Visa zu nutzen, dann hast du hier eine große Auswahl. Wir machen jetzt zum Beispiel immer wieder Reisen nach Sansibar mit Mandanten. Da haben schon etliche unserer Mandanten investiert und haben dort das Golden Visum bekommen. Da ist natürlich hier der Preis sehr viel geringer. Du musst lediglich $100.000 investieren. Eine andere Insel Afrikas, Mauritius, sehr bekannt. Dort musst du 375.000 investieren. Für das goldene Visum in den Philippinen zum Beispiel musst du überhaupt nichts investieren. Ja, zumindest nicht, wenn du über 50 bist. Da musst du lediglich hier $20.000 einzahlen auf ein Konto. Damit darfst du dann auch deine Miete bezahlen auf den Philippinen, ja, und bekommst dann dieses Visum. Die Steuervorteile sind noch größer als die in Thailand. Ich persönlich bevorzuge die Philippinen, die sind nicht so überrannt, ja, wie jetzt Thailand. Es gibt das Sprachproblem nicht, denn die Amtssprache in den Philippinen ist Englisch. Du kannst dort ohne Visum leben, aber wie gesagt, du kannst auch das goldene Visum dir beschaffen. Das macht manche Dinge bei der Ein- und Ausreise einfacher und du bekommst eben auch ohne dort Zeit zu verbringen ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, ja. Also das sind Vorteile, aber ich bin vielleicht noch voreingenommen, denn wir haben ja, wie gesagt, habe ich hier schon oft erzählt auf dem Kanal, in Davao City, zweitgrößte Stadt in den Philippinen, eine Präsenz. Wir haben ein Team dort, die kümmern sich eben dann um die Mandanten, die dort nach Asien umziehen wollen und natürlich auch mit Dingen wie Kontoeröffnung in Singapur, alles, was eben dort in Asien so hier von uns angeboten wird. Aber wie gesagt, es lohnt sich natürlich hier, dich damit auseinanderzusetzen. Ich werde die Links zu 2 Artikeln, eins zu den Malediven, eins zu Thailand, hier in die Beschreibung des Videos hineinfügen. Dann kannst du das mal durchlesen. Und wie gesagt, wenn es dich interessiert, dann lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Aber wie gesagt, tendenziell würde ich sagen, es gibt ja schon jede Menge Programme und zum Teil denke ich auch bessere als die beiden, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe. Aber jeder ist anders, jeder hat so seine Vorstellung. Wenn das Themen sind, die dich interessieren und auch du planst auszuwandern oder zum Beispiel einen Plan B im Ausland zu etablieren, denn dafür ist ja auch ein goldenes Visum gut. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ich möchte gar nicht in Thailand wirklich leben, aber ich kaufe mir dort eine Immobilie oder in den Malediven oder in den Philippinen oder wo auch immer, nur einfach, dass ich einen Plan B habe für mich und meine Familie, dass ich weg kann, falls ich weg muss. Man weiß ja heute nicht hier, was man zu erwarten hat bei all diesen geopolitischen Krisen, dann ist natürlich so etwas gut für einen Plan B. Ja? Also wenn das dein Thema ist, wo du konkret auswandern willst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen und bei solchen Problemstellungen zu beraten. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.